Am linken Oberschenkel hat sie einen großen blauen Fleck. Kinder haben immer blaue Flecken. Nein, aber der ist besonders groß. Ja, hast du sie gefragt, woher sie ihn hat? Sie hat gesagt, der Papi hätte nicht aufgepasst. Dann verstehe ich nicht, weshalb du dich so sträubst, zur Polizei zu gehen. Immerhin ist ihr ein Mensch spurlos verschwunden. Und Alex könnte damit zu tun haben. Kann ich dir vielleicht helfen? Alex, ich kann dir alles erklären. Mhm. Das hat Silke auch immer gesagt. Alex, ich wollte nur... Was wolltest du? Mal sehen, wie ein Verrückter so haust? Und? Überrascht, dass hier nicht alles kurz und klein geschlagen ist? Also ich find's richtig nett hier. Und für einen Geisteskranken habe ich doch alles tipptopp aufgeräumt. Oder hast du irgendwas auszusetzen? Nein. Ich wollte doch nur... Nach dem Rechten sehen. Ist aber nett von dir. Susanne, ich hab dir vertraut. Und was machst du? Du fühlst meine Taschen, klaust meinen Schlüssel und schnüffelst in meiner Wohnung rum. Lass es dir doch erklären. Eine schöne Freundin bist du. Aber egal. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Ich habe die Stute seit der Auktion vor 2 Wochen nicht mehr gesehen. Ich bin ja gespannt, ob sie mir immer noch so gut gefällt. Bestimmt ist die Dame noch schöner geworden. Na, mal sehen. Hallo. Hallo. Auch schon auf dem Bein? Ja, das schöne Wetter muss man ausnutzen. Das haben wir uns auch gedacht, nicht wahr, mein Schatz? Also dann viel Spaß. Danke. Hast du das gesehen? Was denn? Das ist eine Frechheit. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Uhr an Bens Handgelenk. Das ist Henning so. Der provoziert mich, wo er nur kann. Ach, hat er sie wieder angehabt? Ja, das war ja nicht zu übersehen. Aber wenn er glaubt, dass er sich die unter den Nagel reißen kann, der irrt er sich. Das ist ein Familienerbstück. Er ist der jüngste männliche von Anstädten. Sie steht ihm zu. Henning ist der Jüngste. Er ist leider nicht da. Er könnte jederzeit zurückkommen. Außerdem hänge ich an dieser Uhr. Ich habe so wenig persönliche Erinnerungsstücke an meinen Sohn. Dann geh doch zu ihm hin. Vielleicht gibt es sie dir. Zu dem hingehen? Ja, du weißt doch, der Klügere gibt nach. Ja, darauf spekulieren ja solche Menschen wie Ben. Nach dem Motto, Frechheit siegt. Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Na gut, so kommst du nie an die Uhr. Ja. Okay, ich weiß, ich hätte nicht hierher kommen sollen. Aber ich wollte rauskriegen, was los ist. Was soll denn los sein? Glaubst du, ich hab Silke zerhackt und in die Tiefkühltruhe gesteckt? Alex, Das ist doch, was du denkst. Du denkst, ich habe ihr was angetan. ich weiß nicht, was ich denken soll. Du sollst mir einfach nur glauben. Wie kann ich jemand glauben, der nicht ehrlich zu mir ist? Warum hast du mir nicht gleich von Silkes Brief erzählt? Und überhaupt, dass du ihn zerrissen hast. Das ist doch alles ziemlich merkwürdig. Ich war enttäuscht, war wütend. Was ist denn daran merkwürdig? Und was ist mit Lisas Bluterguss? Auch das habe ich dir schon erklärt. Sie hat aber gesagt, dass du was damit zu tun hattest. Warum soll deine eigene Tochter sowas behaupten, wenn es gar nicht stimmt? Alex, sag mir einfach nur die Wahrheit. Was ist passiert? Ich habe mich wieder mal mit Silke gestritten. Ziemlich laut. Naja, Lisa ist davon aufgewacht. Sie kam ins Zimmer und ich wollte sie sofort wieder ins Bett bringen. Im Flur sind wir dann gestolpert. Daher der blaue Fleck. Und worüber habt ihr euch gestritten? Silke, sie hat seit einiger Zeit was mit dem anderen. Er ist Musiker.
Naja, und wir hatten deswegen auch schon öfters Streit. Ich hatte gehofft, das würde irgendwann von alleine vorbeigehen, aber die Situation wurde immer unerträglicher. Naja, dann ist sie einfach gegangen. Und? Wie ist es mit dir und Ramon? Alles wieder in Ordnung? Nicht so richtig. Was heißt das? Ich habe zwar eingesehen, dass ich akzeptieren muss, wie er mit der Krankheit umgeht, aber ich kann das nicht. Mir fällt es unheimlich schwer, einfach so zu tun, als sei die Krankheit gar nicht vorhanden. Aber das verlangt doch auch keiner. Doch. Ramon verdrängt es total. Aber ich kann das Thema jetzt nicht einfach so abhaken. Das sollst du auch nicht. Und wie stellst du dir das vor? Mit Ramon kann man da überhaupt nicht drüber reden. Dann such dir jemand anders. Also, du bist doch bestimmt nicht die Einzige auf dieser Welt, die so ein Problem hat. Du meinst, ich soll zu einer Gruppe gehen? Ja, geh doch mal in so eine Selbsthilfegruppe und hör dir an, wie andere sich in so einem Fall verhalten. Ich kann's nicht glauben. Lässt dich einfach mit dem Kind sitzen. Sie wollte mit dem Typen ein neues Leben anfangen. Da passt Lisa wohl nicht so ganz rein. Trotzdem, welche Mutter verlässt freiwillig ihre eigene Tochter? Mein Gott, Susanne, ich find's ja auch unglaublich. Aber ich schwöre, ich habe damit nichts zu tun. Der Typ kann dir doch nicht wichtiger sein als ihr eigenes Kind. Offensichtlich doch. Sie hat sich die Entscheidung gewiss nicht leicht gemacht. Wochenlang hat sie sich damit rumgequält. Naja, nach dem Streit letzte Woche hat sie ihre Sachen gepackt und ist auf und davon. Was mit Lisa ist, ist ihr völlig egal. Sie weiß, dass Lisa bei mir in guten Händen ist. Ein Kind braucht seine Mutter. Alex? Ja. Der Anrufbeantworter. Willst du ihn nicht abhören? Vielleicht hat Silke drauf gesprochen. Hallo Alex, ich bin's, Silke. Tut mir leid, dass ich mich jetzt erst gemeldet habe. Ich hoffe, du hast meinen Brief gefunden. Ich werde erstmal für eine Weile wegbleiben. Ja, ich weiß, es ist besser so. Wir würden uns immer wieder streiten und das wäre nicht gut. Vor allem für Lisa. Ja. Es tut mir leid, dass sie neulich fast alles mitbekommen hat. Ganz zu schweigen von eurem Sturz im Flur. Naja, jetzt wird sowas wenigstens nicht mehr passieren. Ach so, bitte kümmere dich um Lisa und sag ihr, dass ich sie lieb habe. Ich weiß, sie ist bei dir in den besten Händen. Also, ja, ich melde mich irgendwann. Ciao. Glaubst du mir jetzt? Ja, ich verstehe. Natürlich. Ja, das sind Probleme. Kann ich mir vorstellen. Ja. Darüber sollte man nachdenken. Ja. Ich werde es mir notieren, selbstverständlich. Danke noch für den Anruf. Wer war denn das? Die Vorsitzenden des Landesverbandes für ledige Mütter. Und wie viel gibst du ihnen? Ein Scheißdreck, ich bin doch kein Geldautomat. Hey, Ben. Ist doch wahr. Wenn ich gewusst hätte, mit was für Anfragen ich mich hier rumschlagen muss, hätte ich den Scheck nie unterschrieben. Sieh's doch mal positiv. Du hast dir einen Namen gemacht. Ja, dieser Name hat mich aber 1 Million gekostet. Ein bisschen viel für ein paar Zeitungsartikel. Dafür hätte ich mir fast einen ganzen Verlag kaufen können. Wir sind bekannt, man redet über uns. Und außerdem bin ich wirklich gut getroffen. Das ist natürlich sehr wichtig. Hauptsache, meine Frau sieht gut aus auf den Fotos. Ja, ich war neulich in der Stadt und da hat mich sogar eine Frau auf der Straße erkannt. Ach, an deiner Stelle würde ich mir schon mal Autogrammkarten machen lassen. Also ich habe nichts dagegen, ein bisschen prominent zu sein.
Wenn dir der ganze Rummel so gefällt, kannst du dich ja demnächst mit den Bittstellern rumärgern. Nee, mit diesem Scherz hat Christoph den Bogen wirklich überspannt. Das wird er mir bitter bereuen. Die Situation ist für mich unerträglich. Nicht nur für dich. Allein diese ständigen Provokationen mit der Uhr. Wenn dir so viel an dieser Uhr liegt, dann geh doch zu ihm hin. Das kann ich nicht. Das ist doch gar nicht so schwer. Du musst einfach deinen verdammten Stolz überwinden. Geh zu Ben und sag ihm, dass dir diese Uhr sehr viel bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ist doch nicht so schwierig. Ja, wenn das nicht so schwierig ist, dann könntest du doch einfach mal zu ihm hingehen. Ne? Was, ich? Ja. Was soll ich ihm denn sagen? Ja, du gehst hin, überredest ihn, mir die Uhr zurückzugeben. Nee, da mische ich mich gar nicht ein. Aber warum denn nicht? Das müsst ihr schon unter euch beiden ausmachen. Du hast echt Glück, dass ich schon zurück bin. Normal wäre ich jetzt noch auf der Domplatte. Ach, ich musste sowieso was in Köln erledigen. Und ich dachte mir, du freust dich vielleicht, wenn ich mal vorbeischaue. Übrigens, morgen kommt das Ergebnis von der Blutuntersuchung. Oh, gut. Obwohl, ich meine, der Lymphknoten ist schon fast ganz abgeschwollen. Ja, fühl mal. Schon gut. Ich glaub dir auch so. Ja, interessiert dich das denn gar nicht mehr? Doch, sehr sogar, aber ich habe mir doch vorgenommen, nicht mehr so viel Theater drum zu machen. Wie du willst. Tja, dann werde ich mal wieder. Hm? Ja, aber wieso denn? Du bist doch gerade erst hergekommen. Wie gesagt, ich muss noch was erledigen. Und du willst mir gar nicht sagen, was? Oh, unwichtig. Wenn du nicht willst, dann... Also, bis dann. Tschüss. Tschüss, Alex. Ciao. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Alex den Schlüssel zu klauen und in seiner Wohnung rumzuschnüffeln? Was sollte ich denn tun? Ich musste rauskriegen, was wirklich los ist. Und wenn er durchgedreht wäre? Ist er aber nicht. Außerdem hast du selber gesagt, ich soll seinen Psychiater ausfindig machen. Warum hast du nicht einfach gefragt, anstatt bei ihm anzubrechen? Aber bitte, ich habe keinen Bock auf eine Moralpredigt. Ich habe einen langen Tag hinter mir. Susanne. Wie soll denn das jetzt überhaupt weitergehen? Weiß ich nicht. Ja, aber Alex kann ja nicht ewig hier wohnen bleiben, oder? Wohl kaum. Ja, und was will er mit Lisa machen? Fiona wird doch auch nicht ewig für ihn das Kindermädchen spielen. Nein, aber auch dafür wird es eine Lösung geben. Ja, auf jeden Fall finde ich das irgendwie merkwürdig. Meinst du, Alex geht es wirklich gut? Soweit ich das beurteilen kann, ist er in Ordnung. Aber es könnte doch sein, dass er Papa, eines Tages bitte. wieder... Was ist denn? Ich habe im Moment einfach keine Lust, darüber zu reden. Ach, Tanja, Ja, würden Sie bitte meinem Bruder etwas ausrichten? was denn? Ich möchte ihn bitten, Hennings Uhr mir zurückzugeben. So möchten Sie das. Solange wir nicht wissen, was mit Henning ist, gehört die Uhr meinem Sohn. Und ich möchte sie für ihn aufbewahren. Das ist sehr fürsorglich von Ihnen, aber was machen wir, wenn Ben das gute Stück behalten will? Darüber sollten Sie sich nicht den Kopf zerbrechen. Was wollte er? Hennings Uhr. Für den Fall, dass Henning doch noch eines Tages auftauchen sollte, möchte er die Uhr für ihn aufbewahren. Von mir aus soll er sie haben. Was machst denn du da? Du willst sie ihm doch nicht wirklich geben. Warum nicht? Du bist der Jüngste von Anstetten. Du hast ein Recht, sie zu tragen. Wenn Christoph so viel daran liegt, soll er sie haben. Du darfst nicht weggehen von mir, Susanne. Lass mich mit denen nicht allein. Ich bleib
Sei bloß vorsichtig. Sophie, Alex ist krank. Er braucht jemanden. Hat mir gerade noch an die Kehle. Er ist einfach ausgerastet. Ja, und er kann jederzeit wieder ausrasten. Willst du, dass es dir wie mir geht? Willst du das? Sophie, bitte komm. Hauptsache Alex wird geholfen. Na? Hat ja doch ein bisschen länger gedauert. Ja, ich habe eine Abfahrt verpasst. Bin das Autobahngewirr von Köln einfach nicht mehr gewöhnt. Und Lisa? War sie noch wach? Ja, wir haben noch ein bisschen geredet und dann ist sie ganz lieb eingeschlafen. Sie fragt sicherlich oft nach Silke. Hm? Ja. Es fällt mir verdammt schwer, mir nichts anmerken zu lassen. Du hast ja aber nichts von der Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Um Gottes Willen, nein. Hast du Fiona gegrüßt von mir? Alex, hast du irgendwas? Nein. Ich stehe nur von heute auf morgen alleine mit meinem Kind da. Sonst geht's mir blendend. Es tut mir leid, war eine blöde Frage. Und dann noch Fiona und Sophie. Wieso, was ist mit denen? Die beiden beobachten jede Bewegung von mir. Das macht mich total unsicher. Ach, du spinnst doch. Das bildest du dir ein. Nein, das bilde ich mir nicht ein. Ich bin gesund. Ist ja schon gut, es tut mir leid. Du musst ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Fiona und Sophie, die meinen das auch nicht so. Die beiden denken doch immer noch, ich habe eine Macke. Ach, Quatsch. Das ist kein Quatsch, ich merke das doch. Und irgendwie kann ich sie noch kaum verdenken. Was ist denn mit dir los? Wieso? Du bist so hektisch. Das ist bestimmt nicht gesund, alles so in sich hineinzuschlingen. Ich schlinge gar nicht. Das kommt dir nur so vor, weil du im Zeitlupentempo dich bewegst. An deiner Stelle würde ich mich auch ein bisschen beeilen. Musst du nicht in die Schule? Ja. Aber jetzt doch noch nicht. Ja, wie schön für dich. Ich muss jetzt jedenfalls los. Wohin denn? Ins Krankenhaus natürlich. Davon hast du ja gestern Abend gar nichts gesagt. Ich glaube, wir hatten Besseres zu tun, als über meinen Dienstplan zu reden. Das glaube ich allerdings auch. Also, bis dann. Mach's gut. Barbara! Ja. Schau mal, was ich hier habe. Hennings Uhr. Sie lag draußen auf der Ablage in der Halle. Merkwürdig. Ob er sie aus Versehen da liegen gelassen hat? Das glaube ich weniger. Ich habe ihn gestern darum gebeten. Ach, du hast mit ihm gesprochen? Nein, ich habe Tanja gebeten, ihn zu fragen. Ach, und er hat sie gleich da hingelegt? Ja, was willst du mehr? Jedenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Warum hat er sie mir nicht persönlich gegeben? Christoph, ich verstehe dich nicht. Jetzt gibt er einmal nach und dann ist es dir auch wieder nicht recht. Ja, jetzt sei schon in Ordnung. Na, siehst du. Und jetzt machst du den nächsten Schritt. Du gehst jetzt hin und bedankst dich bei ihm. Ich mich bedanken? Wofür? Dafür, dass er mir Hennings Eigentum zurückgegeben hat? Warum denn nicht? Es geht doch nur um die Geste. Christoph, bitte. Sei nicht so stur. Gut, ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Also schön, ich gehe zu ihm hin, ja. Manchmal geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Ah, Tag, Susanne. Hallo. Komm, Sophie. Ach, Sophie, das wird dir gut tun. Du hast Alex und Lisa um ein paar Minuten verpasst. Die sind gerade spazieren gegangen. Ach, das macht nichts. Ich wollte sowieso mit euch reden. Über Alex. Tief einatmen. Gibt es was Neues von dieser Silke? Ja, ich war in Frankfurt. Sie hat Alex und das Kind wirklich verlassen. Woher weißt du das?
Ich habe die Nachricht auf seinem Anrufbeantworter gehört. Ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen überfordert mit der ganzen Geschichte. Das kann ich verstehen. Aber schließlich kannst du ihn ja schlecht auf Dauer bei euch aufnehmen. Aber er hat doch sonst kaum Freunde. Irgendwie bleibt das an mir hängen. Nein, du hast wirklich genug für ihn getan. Jetzt müssen mal andere ran. Wer denn, bitteschön? Ich zum Beispiel. Du? Ja, das bin ich doch seinem Vater schuldig. Vielleicht kann ich Alex ein bisschen was von der Liebe zurückgeben, die mir Max gegeben hat. Ja, bitte? Tag. Christoph. Morgen, Tanja. Ist Ben da? Ja, einen Moment. Ben? Ja. Besuch für dich. Hallo? Guten Morgen. Du redest wieder mit mir? Ich wollte mich bedanken für Hennings Uhr. Ich habe sie heute Morgen in der Halle gefunden. Ich nehme an, du hast sie für mich dahingelegt. Ja, das habe ich. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht eine schöne Erinnerung an glückliche Tage auf Friedenau. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir irgendwann mal wieder gemeinsam schöne Tage auf Friedenau erleben werden. Das hast du aber schön gesagt. Aber ich fürchte, dieser Wunsch wird nicht mehr in Erfüllung gehen. Wie meinst du das? Deine Tage auf Friedenau sind gezählt. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Schuppen hier verkauft wird.